Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Hey Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rpgheaven.de zu einem, ja, Live-Kommentar kann man es nicht mehr nennen, weil diese Nintendo Direct, die wir uns gleich angucken werden, ihr seht es vielleicht hier oben ein bisschen, Xenoblade Chronicles 3, ist am 22. Juni dann ausgestrahlt worden, leider mittendrin in der Arbeitszeit, sodass ich ausnahmsweise, weil ich das ja sonst gerne mit euch gemeinsam mache, die nicht live streamen und kommentieren konnte, aber mich hat es natürlich auch sehr interessiert als RPG-Fan. Spiel kommt ja auch in knapp einem Monat plus oder so weiter raus. Nintendo macht jetzt eine 25-minütige Direct. Natürlich möchte ich mir die vorher angucken. Und wir machen das also im Nachhinein. Also wird es dann eher ein Kommentar und React statt ein Live-Kommentar. Aber ausnahmsweise können wir das gerne ja auch so machen. Lasst uns nicht allzu lange warten. Ich drücke auf Play und hoffentlich wird's geil. 1, 0. Peggy 12. Geil. Naja. Klack. You were all talk when you left here, but you've nothing to show for it, D. Oh, spare me, P. We should have sallied forth in the first place. Surely the turn is mine. I believe it's my turn next. Honestly, you make more noise than the rabble at a feast. Even if you did stop its raging flow, it will soon burst through. Well then, let us see how far the flow brings them this time. Ich wollte gerade sagen, Bösewichte sind alle wieder Briten, aber die sprechen ja alle British English in den alten Spielen, ne? We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. Victory! And over the course of those 10 years, we fight continually. Ein bisschen Talk is that? Logan's Run, oder? Of course we're gonna survive. I've thought about this a lot. About what I can achieve. What I'll leave behind. Then I think of tomorrow and the tremors are back. Will I see the same faces when I wake? Will I even be around to see them? Get ready! Now, the enemy is before you. Chase them to the ends of the world. Unchecked, Ouroboros will lead this world to ruin. You must be erased. Schon wieder Ouroboros. Just will nourish me, and we can always grow plenty more. Stop toying with everyone's lives! You gave us a choice. The choice not to fight. And you made it true. That mark there. Late 10th term, eh? 3 months left. That about right? 3 more months. And then I'll be gone from this world. How many of you are getting made an example of and Hope's Rest this time? The lost numbers are attacking! We have good reason to meet with them. To bring peace. And to set the world to rights. But take a look around. Think about how many lives it's cost. Annihilator has started moving! This is bad, Noah. Now I want to live. To live and learn. So don't give up yet. This'll buy you some extra time. Use it. Stop this! I don't want any of your time! If the world holds our lives back, I will end it! These are our lives here! They're not some toys you can just play with! Also wird das mehr mit Teil 1 zusammenhängen als mit Teil 2? Many have tried. But none have ever managed to escape its flow. Und jetzt seid ihr im Kino? Okay, also sind ja wieder Menschen gegen Maschinen. Diese They need to stay alive. 10 Jahre Lebensspanne finde ich interessant. Food? Certainly. But what we need most is life itself. Also es erinnert sehr viel an Xenoblade Chronicles 1.
mit den... flames becoming your own in turn. Das sie nennen Bionis gegen die Mekonis war das, ne? This is the world of Ionios. The nations of Kevis and Agnes and their grisly conflict stand in contrast to its natural splendor. All this killing for the sake of filling one's own flame clock. Okay, die Flammenuhr. From the moment of birth, fighting is all the people of Ionios learn. Their fate leads to everyone's destruction. Their lifespans are a mere 10 years. Surviving on the battlefield, fulfilling that 10-year lifespan of service, and receiving a homecoming ceremony in front of their queen is the highest honor. Das ist ja wirklich wie Logan's Run. Nur da war es ab 30 statt ab 10 Jahren. However, many never receive this honor as they fall in battle. Their souls evaporating into the beyond as the melody of the Offseers plays. Mit Panflöte kriegst du mich ein bisschen. In today's presentation, we'll introduce the world of Xenoblade Chronicles 3 and follow the main character's adventures. Also, es sind natürlich andere Namen, jetzt sind das vielleicht andere Giganten. Man sieht ja so Bauten im Hintergrund, also ich bin auch nicht mit Xenoblade Chronicles 2 zu sehr vertraut. Ich habe das irgendwann mal liegen lassen, also weiß nicht, wie das zu Ende geht. Aber 1 habe ich ja nochmal durchgespielt, auf der Switch. War das ziemlich gut. You steal everything from us. 6 soldiers, 3 from Kevis and 3 from Agnes, were commissioned to take part in a special mission. Both parties, filled with mutual hatred, draw their weapons at first, but when they encounter a mysterious figure, they shelve their distrust and resolve to work together. Because now, kids, you share a common destiny. Müsst ihr mir so viel verraten während dieser Direct, Leute? Without rest. Es wäre ganz schön, wenn man das selbst im Spiel rausfinden kann. Das ist wahrscheinlich eh nur der Anfang, aber ich finde das... Oh, das haben wir im Hintergrund gesehen. Defeat the real enemy and restore the world to order. Ich möchte das noch gar nicht wissen eigentlich. Also ich bin interessiert. Story focuses on these 6 characters. This is what we're meant to do. To send on the voices of the departed is an Offseer's purpose. Lass mich raten. Ready, he says. From the moment I chose this muddy path, I've been more than ready. Der eine von Kevis und von Agnes, die sind miteinander verliebt. No? Romeo-Julia-Style. About what I can achieve. Agnus, nicht Agnes, Entschuldigung. If anything, we should be questioning all that we've thought to be true. Differences are all a matter of perspective. The truth is, she's terrified. She needs someone to tell her that everything will be all right. Now fugitives of both Kevis and Agnes, these fate-defying hopefuls journey to learn the truths of their world. Dieses Kapitel hätte er komplett weglassen können in der Direct. Nennt einfach die Namen oder so? Oder zeigt die mal. Is to convey the Queen's directives to the colonies, along with handling admin. Warum verratet ihr mir das alles? Our colonies regard each other as enemies. Okay, jetzt bin ich eingeschnallt. Consuls giving the orders are the same, it means. Wenn wir das Video nicht machen würden, hätte ich jetzt ausgeschaltet. Ganz ehrlich. I suspect they may be more deeply involved than we thought. With the reason why we fight, with deciding our fate. Our fate. Warum? Ja, es ist natürlich jetzt so eine Gesellschaftskrankheit, dass so Sachen sehr viel verraten vornherein. Aber es kannst du auch alles neutraler formulieren, gerade in Sachen Story. So hot. Keep it together now, Mimi. Hey, look! There! Mimi, look! It's water! There's an oasis! Water? Water! Oh nein, das Mädel hat Katzenohren. Das heißt, das Internet wird voll sein.
Voll mit allem. Sie hat lebendige Katzenöhrchen. Ah, und jetzt schon mal Gameplay zeigen, das ist schon mal wichtig. Also... Ionios is host to various landscapes, all filled with surreal geography and diverse wildlife. Oh. Recht starke Xenoblade Chronicles 1 Vibes. They inhabit. The wild creatures here range from docile to dangerous. Also man vergisst natürlich auch immer wieder gerne Xenoblade Chronicles X von der Wii U. Some creatures make no secret of their ferocious tendencies, so keep caution in mind. Aber ich denke, das spart sich Nintendo für irgendeinen... Encounter the soldiers of Kevis and Agnes, who continue to fight. Ah, okay. Dann kann man beide erledigen, dann. Ich denke, Nintendo macht Xenoblade Chronicles 6 irgendwann mal als Remaster, wenn überhaupt nichts los ist auf der Switch. Each colony is a Pharaonis. Ah! Mobile bases and devastating weapons of war. Jetzt heißen die Pharaonis, von wegen Eisen. Hero. Seek out these colonies to shop. Gibt's auch wieder dieses Crafting-Ding? Stimmt, ne? Get to know residents and more. Was schade ist, Glimpse of the lives of Noah and his friends. es sieht für die Switch Founding colonies and throughout the world. sehr, sehr gut aus. Würde ich jetzt sagen. Use collected materials to cook. Im Dock-Modus hier. Ich hätte es gerne auf der PS5 gesehen. Gems to strengthen your abilities. Weitsicht, 60 FPS und so weiter. Ah ja, da. Discuss information you hear about. Oh, Lagerfeuer quatschen. Okay, Breath of Fire 3 Style. Doch, bei 3 war das ja. Und bei 4 auch. Das war ja auch mal cool. Oder Grandia beim Essen quatschen, wenn ihr das noch kennt. Explore every corner of these fields as you seek out new encounters. Breathtaking scenery. Valuable items. And ferocious monsters. Enjoy the world and fulfill your wanderlust at your own pace. Oh. Oh, das sieht gut aus. Also, ich meine vom Design her. Grafik, wie gesagt, kann man sich immer streiten, aber grafisch sieht es ja auch ganz gut aus für die Switch. Select and travel to, which makes traversing this giant world more manageable. By enabling a navigation feature, you can set a course for your next destination without fear of losing your way. There are plenty of other features that will help you on your adventure, such as the ability to change the time of day to encounter monsters that only appear at specific times. Nicht gut? Wir müssen echt lang dran entwickelt haben, ey. Die Xenoblade-Spiele haben so massive große Welten. Und zwischendurch haben sie auch noch Breath of the Wild mitgemacht, ne? Monolith Soft. Die haben ja das Weltendesign da übernommen. Lance! Draw his attention for me! Uni! Cover fire! Leave it to me! Tyon! Senna! We need you too! Understood. Just say when, guys. Thanks, everyone. I'll count down from 3. 3, 2, 1. Also, 6 Charaktere. Ist mal, Your weapon when encountering an enemy to seamlessly enter battle. ja, alle gleichzeitig, wie man links an der Leiste sieht. Attack automatically. Then, harness powerful abilities called arts to strive for victory. Arts have a variety of effects. Some can throw opponents off balance. Inflict more damage based on where you attack from. Also, du kannst wechseln, wie man sieht. Heal allies, to name a few. Each art is assigned to a button, making them simple and easy to execute. Finde ich gut. Man sieht es wieder typisch mit Cooldowns. Each character takes on a specific role during battle. Attackers excel at damaging enemies. Greift mit dem Monado an hier. Zwinker, zwinker. Defenders block enemy attacks and draw their aggro. And healers can restore HP to keep you in fighting. Also, wir sehen jetzt die verschiedenen Rollen hier. Ich meine, das muss man seit dem ersten Xenoblade Chronicles nicht wirklich groß erklären, aber das ist ja eh super inspiriert von der MMORPGs. Und dass du quasi eine Offline-Variante von der MMORPGs hast mit typischen MMORPG-Rollen. Der Tank, der Angreifer. To activate a combo and gain an advantage.
Wer ist sonst? DPS-Dealer, Damage per Second, so ist es doch, ne? Ich spiele nicht so viele MMOs. Launch them into the air, then smash them down. The fuck? Putting together successful combos is quite satisfying. You can link multiple arts with stunning chain attacks to devastate enemies. Deal heaps of damage at once and let nothing stand in your way. What is it? An icon just popped up over your head. Yours seems to be the only one not logged. Huh? He's lit up like a sparking light bulb. I've never used this kind of blade before, but all the techniques I can use with it are flashing before my eyes. Each character in your party has a class that influences how they battle. Don't know how this is even working, but cool. Each class has its own attributes. Sword fighter. Lead the fight with this well-balanced attacker class. Zephyr. Evade attacks and unleash powerful counters. Medic Gunner. Restore allies' HP and strengthen their abilities from a position of safety. Okay, Medic Gunner, also ich schieße Heilkugeln. Interessant. Tactician. Disrupt enemies and support allies using paper talismans called Mondo. Papiertalismane. Wield massive weapons to defend allies and draw enemy aggro. Ja, okay. So ein bisschen als Tank hier wahrscheinlich. Crush enemy defenses with massive power. Oh, der Charakter hat mich ein bisschen an... Wie ist die aus East 9? Class can also be changed to match that of your allies. Spend time learning multiple classes for a well-rounded team. Gab es ja auch so eine weibliche Figur mit so einer ganz großen, schweren Waffe. Increases your class rank and lets you learn Master Arts, a set of beneficial arts that can be added to a different class. Ich sehe schon wieder, dass ich wahrscheinlich ein neues Studium anfangen muss, um das System genau zu verstehen. With Master Arts, even your defender can take a moment to heal their allies. The more arts and combat strategies you wield, the easier it'll be to blaze through battles. Lied erinnert auch so ein bisschen an Xenoblade Chronicles 1 Fighting. Also, by combining compatible arts, you can unleash fusion art attacks. Okay, Combine the effects of two arts in die harte Kampfmusik aus Xenoblade Chronicles 1. Wie heißt das? You Will Know My Name oder so? Sehr gutes Lied. War von Mitsuda damals. Ich sag nachher noch ein bisschen was über den Soundtrack. Spectacularly. That's how I want the battlefield of my life to be. Bösewichte? It's just that, as a mechanic, you can't start getting moody just because something's broken. Now we see real Noppon potential. That's right. Maybe it's impossible for one Noppon. Das sind wohl nicht die Bösewichte, aber die Noppons gibt's auch hier. I wasn't such a weakling. I can't run away from my responsibility. Doing the same as everyone around you, it's always the same outcome. Following the playbook to the letter is hardly a strategy. Whoever goes up against me, they're getting crushed. Brave residents of Ionios called heroes can lend their arms and aptitude to your team as a seventh party member. Interessant, also immer wieder nochmal ein wechselndes Partymitglied. Aber ich sehe, okay, ich sehe 6 in der Liste. Can assist on the battlefield, but you can swap them out as you see fit. Die dann Also bring their own classes to your team. als NPCs dann agieren, wahrscheinlich. Commander, turn the tables with boosted abilities when things look dire. Aber finde ich gut, dass ich die Party auch noch anpassen kann ein bisschen. Unleash more critical hits for higher attack power. Das wäre vielleicht eine Sache. Medic. Heal party members and bolster them with various buffs. Wenn wir die 6 Partymitglieder schon sehr früh zusammenbekommen.
These are only a handful of classes that heroes bring. Wäre schade, dass sich daran nicht viel ändern kann im Laufe des Spieles oder dass die Dynamik und das Gefüge sich mal anpasst. Recruit more heroes for a growing combination of classes and arts in your party. Also sollen die Heroes ein bisschen so sein, wie hießen die bei Xenoblade Chronicles 2? To don a class's look, or keep your current outfit. Find your fashion and fight for the future. Schöne Type-Zero Outfits hier. Die Mädels, die man gesammelt hat in Teil 2. Ne? Boah, ich hoffe, dass das hier nicht so Gacha-Elemente hat. What is that thing? This is no normal creature. It's something else. You've got a real death wish. Get out the way. You're just slowing me down. The nerve on this guy. Ouroboros ist vielleicht Good start. ein relativ unorigineller Name für die Gegner. Ich meine, wir haben schon so oft in 8 Milliarden Spielen auch nochmal zitiert gesehen. Or maybe her memories. There were so many. And then they were a part of me. Gerade zuletzt in Legend of Heroes mit Ouroboros zu tun gehabt die ganze Zeit. By joining together in battle through interlinking, 2 characters in your party can fuse into a fiercely powerful form, known as an Ouroboros. Ah, okay. Here are the character pairs that can interlink. Ah, ich dachte Ouroboros, damit sind so Gegnergruppe gemeint. Fearsome fusion by interlinking during combat. Also man macht hier die Dragon Ball Fusion. The battlefield by using mighty Ouroboros arts before time is up and the interlink deactivates. Und das funktioniert dann als Summon. Oh, das finde ich cool. Das mag ich. Ja, also grundsätzlich sieht alles ganz, mit Ausnahme vielleicht hier dieses Rollen der Gegner. Aber es sieht alles schon ganz schön ziemlich gut aus. You know what I mean? Every time we interlink, they're the ones taking the lead. So you'd prefer to take the reins? I just want to do more. Like, pull my weight. You know? Lance, come with me! Komm, wir fusionieren. Vor allem nicht unanständig, sondern auf die coole Art. Being a single body, the Ouroboros is controlled by only one of the 2 characters. Swap between them to modify the form and arts of the Ouroboros. Oh, okay, eine dominante Person in dieser Fusion und verändert dann die Art der Fusion. Oh, Points in battle to make the already powerful Ouroboros even stronger. noch eine Liste zum Upgraden. Ouroboros can also take part in chain attacks with the rest of the party. We were sworn enemies once. And yet, we all share the will to live in the now. Until now, I was afraid to take that first step. But now, I can do it. Not like we can afford to go just yet. Ich kann es schon mal sagen. Yeah, I'll keep going. While my flame still flickers to the bitter end. Mir gefällt das echt gut, was ich bisher sehe. Both me and this world. Mit der Ausnahme, dass sie so viel von der Story verraten haben am Anfang. World with the freedom to choose. Mal die komplette Überraschung dahin, dass diese beiden Gruppen zusammenkommen. Dass man hinter das Geheimnis der Welt kommen möchte oder so. Wieso muss ich das wissen? Liebe Nintendo Direct-Macher. Ja, und einen Erweiterungspass gibt's auch noch. Broaden the world of Xenoblade Chronicles 3 with a paid expansion pass. Okay, das Einzige, was mich interessiert, ist brandneue Handlung. Content shown here. Bis Ende 2023 kommt erst der Story-DLC. Chronicles 3 is compatible with amiibo figures. Tap any amiibo to acquire helpful in-game items for your adventure. Aber neue macht ihr nicht mehr. The Shulk amiibo
To change a character's sword to appear as the Monado. Er hat doch gesagt, das Monado ist da drin. Fighter class. Du hast gesagt, da ist das Monado. Aber ich habe keine Xenoblade Amiibos. Xenoblade Chronicles 3. Launches July 29th. Ey Leute, Nintendo. Also über Nintendo wird's auch... A collector's edition that muss ich die... and steel case will also be available. Muss ich die bestellen? Oh. Was wird später ausgeliefert? And enjoy your adventures in the world of Ionios. Fuck, ich muss mal gucken, ob ich die bestelle. Oder? Sollte ich? I don't know. Oh Mann, Leute. Also, lass mal kurz zusammenfassen. Ich mach mal den Ton hier aus und ich spring mal irgendwo hier in die Präsentation. Hier, wo es das Weltendesign hier nochmal ist. Ja, zwischendurch, ich habe natürlich nicht zu viel dann dazwischen gelabert, wenn die dann die Cutscenes und so weiter gezeigt haben. Man will das natürlich auf sich wirken lassen. Grundsätzlich, mir gefällt das alles sehr. Was ich hier sehe, mich erinnert es wesentlich stärker an Xenoblade Chronicles 1, also auch von den Grunddetails und so weiter her. Es ist immer wirklich fast schon überwältigend, was die an Gaming-Systemen und Kleinigkeiten reintun. Ich mag diese Fusionsnummer als Kampfsystem-Feature. Musik, habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es auch mal so ein bisschen aufsaugen lassen. Also stilistisch, ich meine, da ist ja ein Mix bei den Xenoblade Chronicles Spielen an verschiedenen Komponisten, insbesondere Yasunori Mitsuda, der Chrono Trigger, Xenogears Komponist und so weiter, ist mein persönlicher Favorit, sowieso von allen. Der hat ja auch immer sehr, sehr schöne Tracks gemacht. Gerade hier, wo man so ein bisschen dieses melancholische Lied am Anfang gehört hat, das könnte fast schon so, ist das schon so Small of Two Pieces aus Xenogears, so in der Richtung? Ja, nicht ganz. Wobei, ey, mir gefällt das auch gut, was ich bisher gehört habe. Ja, es hat mich jetzt noch nicht musikalisch so gepackt, wie es Chrono Trigger oder Xenogears direkt getan hat. Ne? Aber das ist ja was ich mir vorstellen kann, wenn du mit dem Spiel das auf dich wirken lässt. Wir sehen hier übrigens auf Durchweg den Dock-Modus, ist ja klar. Ein bisschen Geruckel ist da. Ne? Und ich meine, das ist jetzt hier ein YouTube-Stream, den die gezeigt haben. Natürlich hast du da auch Artefakte und so weiter mit drin. Da kannst du nicht absolut die grafische Qualität zu 100% beurteilen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Handheld-Modus, weil der war auch nicht so geil bei Xenoblade Chronicles 2. Und bei 1, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Remaster von Teil 1 auf der Switch, da ging es auch auflösungstechnisch um einiges nach unten im Handheld-Modus. Ich muss mir mal mein Review angucken von vor ein paar Jahren, was ich gemacht habe. Aber grundsätzlich, also ich denke mal, hey, wenn die mal irgendwann die Switch 2 rausbringen, diese Titel werden wahrscheinlich alle dann nochmal ein Unlocked Framerate Feature oder irgendwie sowas haben oder wo die Auflösung nochmal hochgepumpt wird und alles. Zwischendurch habe ich noch gesagt, also ja, ne, ich hätte auch absolut kein Problem damit, wenn es auf einer anderen Plattform rauskommen wird. Auf der PS5 wäre es zum Beispiel garantiert, dass es geil ausschaut. Also mit 4K-Auflösung und 60 FPS mindestens. Ne? Das wird nicht jetzt den kompletten Ausschlag geben und sagen, ach, ansonsten kannst du es vergessen. Aber es ist natürlich jetzt nochmal, gerade bei so einem groß angelegten Riesen-RPG, was du sonst in der Form nur noch sehr selten bekommst, wenn es nicht unbedingt von Square oder anderswo ist. Aber ja, grundsätzlich gefällt mir das sehr gut. Wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Es ist knapp einen Monat hin. Es wird ein sehr japanolastig interessanter Sommer. Nintendo, ich hatte bei Square angefragt, Nintendo wird auch Live a Live publishen, also das Square Remake des alten Super Nintendo RPGs. Das kommt ja auch irgendwann Ende Juli raus. Das heißt, die haben also Nintendo 2 RPGs recht nah beieinander. Also ich denke sowieso, Xenoblade Chronicles 3 wird den Vorzug bei vielen haben, aber da muss ich ein bisschen mit meiner Zeitplanung nochmal gucken. Und wir haben, jetzt wo ich es gerade aufnehme, kommt ja auch noch The Somnium Files Nirvana Initiative, glaube ich, heißt es, bald raus in den USA. Was natürlich eine Visual Novel ist, aber als Japano-Fan, ich freue mich auch sehr, sehr drauf. Also das werden sehr, sehr gute Japano-Sommerwochen, muss ich sagen. Und da freue ich mich persönlich wirklich drauf. Also inklusive dem hier. Ich muss jetzt mal auf mich das wirken lassen, ob ich mir diese fucking Special Edition vorbestelle oder nicht. Was mache ich doch eigentlich nicht. Ich habe doch gerade auch viel Geld ausgegeben für Krimskrams. Aber jetzt diese Special Edition? Ich muss auch nochmal mit Nintendo reden. Also, vielleicht kann ich das Spiel auch vorab spielen und ich hole mir trotzdem die Special Edition für die Sammlung. Mal gucken, ne? Wenn irgendwann hier ein Video auftaucht auf dem Kanal von wegen, hey, wir unboxen die Special Edition, dann wisst ihr Bescheid, dass ich sie mir vorbestellt habe. Gebt gerne eure eigenen Anmerkungen, ja? Hat euch das vielleicht dann gewisse Sachen aus Chronicles 2 erinnert, weil da kann ich den Kontext echt nicht bieten, weil ich es ja irgendwann mal liegen gelassen habe, weil es einfach mich so weltentechnisch nicht so super interessiert hat. Also da bin ich mit dem ersten viel wärmer geworden und ich kriege auf jeden Fall starke Xenoblade Chronicles 1 Vibes. Chronicles X kann ich auch nicht mehr so richtig beurteilen, weil das ist schon ewig her und das habe ich echt nicht mehr so super präsent. Das war aber nochmal
sein ganz eigenes Ding. Ich würde es trotzdem nochmal übrigens Chronicles X gerne auf der Switch sehen. Einfach, wozu will ich noch die Switch, die Wii U anmachen? Dann doch trotzdem lieber auf der Switch mit irgendwelchen Updates und anderen Sachen, die dazukommen. Aber die sind gut beschäftigt bei Monolith. Ich bin mir auch sicher, dass sie bestimmt auch bei Breath of the Wild 2 mitarbeiten an am Weltdesign, wobei kann natürlich gut sein, dass der Großteil der Welt von Breath of the Wild 2 einfach die genau gleiche ist wie beim ersten Teil, aber inklusive der neuen Parts irgendwie in der Luft, die wir in den Trailern gesehen haben. Aber an Arbeit wird es denen nicht mangeln. Hat Nintendo eigentlich einen guten Kauf gemacht, oder? Na, haben sie direkt gekauft? Die gehören doch zu Nintendo mittlerweile. Ne? Oder zumindest exklusiv auf die eine oder andere Art. Okay, Leute, schreibt in die Comments rein, eure Eindrücke. Habt ihr Sachen bemerkt, die ich übersehen habe? Kann ja sein, da sind viele Kleinigkeiten hier drin. Was gefällt euch nicht? Was sind eure Sorgen? Was sind die Sachen, worauf ihr euch freut? Und bleibt in den nächsten Wochen gerne hier drauf. Ich versuche so viel von den coolen Japano-Sachen und natürlich auch anderen Geschichten hier auf dem Kanal drauf zu haben. Und das Summer Game Fest ist jetzt vorbei, kann man sagen, die E3 und so weiter, aber dafür wird es natürlich auch auf Rocket Beans TV noch ein bisschen mehr Content auch von mir geben, mit vielen hoffentlich coolen Sachen für euch. Wenn ihr es noch nicht macht, unterstützt mich gerne, patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven. Wenn ihr es schon macht, super, vielen Dank dafür und macht es gerne weiter, wenn ihr denn mögt. Ich war der Gregor, das war die Nintendo Direct zu Xenoblade Chronicles 3 und ich verabschiede mich. Bis Densen. Klackedi-klack.